Es fehlt nur noch ein allerletzter Schritt, dann können wir endlich mit dem Filmen beginnen. Und zwar wissen wir ja nun schon, wer in unserem Film mitspielen wird. Das waren die Gegenstände in unserem Gegenstand-Beziehungsmodell. Wir wissen auch, welche Eigenschaften diese Gegenstände haben und wir wissen, wie diese Gegenstände miteinander in Beziehung stehen. Was wir aber noch nicht wissen, ist die Handlung unseres Films. Um diese Handlung zu planen, benutzen wir ein Aktivitätsdiagramm. Das ist im Prinzip nichts anderes, als detailliert aufzuschreiben, was wann passiert. Ein Aktivitätsdiagramm beginnt immer mit einem Startknoten. Danach folgt die erste Aktivität. Diese ist mit einem Rechteck gekennzeichnet. Hier zum Beispiel sieht Lucky die Mary Read. Danach geht Lucky auf den Hügel, um nachzusehen. Es brüllt entsetzlich hinter ihm und Lucky erschreckt sich. Lucky sieht das entsetzliche Ungeheuer. Doch was passiert dann? Überlegt euch dazu eine eigene Geschichte. Zum Schluss ist in meinem Aktivitätsdiagramm das Ungeheuer besiegt. Ihr könnt euch natürlich ein eigenes Ende ausdenken. Apropos Ende. Das Ende in einem Aktivitätsdiagramm sieht immer so aus. Jetzt aber schnell. Keine Ahnung, wo das Ungeheuer inzwischen ist. Hoffentlich hat es das Dorf noch nicht erreicht. Beeilung, damit wir mit dem Filmen beginnen können.